Lektion 1: Ablenkungen von zu Hause. Ich habe in letzter Zeit etwas Heimweh und suche nach Möglichkeiten, mich abzulenken. Das klingt hart, aber ich denke, dass es Ihre Stimmung aufhellen kann, wenn Sie angenehme Aktivitäten finden. Genau. Ich habe darüber nachgedacht, ein neues Hobby zu beginnen, vielleicht etwas Kreatives. Das klingt nach Spaß. Sich kreativ zu betätigen kann eine wunderbare Möglichkeit sein, sich auszudrücken. Haben Sie schon einmal versucht zu malen oder zu zeichnen? Ja, ich finde es entspannend und es ermöglicht mir, für eine Weile in meine Fantasie zu entfliehen. Ich würde es gerne ausprobieren. Es könnte mir helfen, mich von meinem Heimweh abzulenken. Auf jeden Fall. Außerdem ist es lohnend, Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit zu sehen. Welche Materialien benötige ich für den Anfang? Lektion 2: Gartenideen. Ich habe darüber nachgedacht, auf meinem Balkon einen Garten anzulegen, um ihn einladender zu gestalten. Das ist eine tolle Idee. Ein Balkongarten kann Ihrem Raum so viel Leben und Farbe verleihen. Welche Pflanzenarten würden Ihrer Meinung nach auf einem kleinen Balkon gedeihen? Kräuter sind eine fantastische Wahl. Sie sind pflegeleicht und nützlich beim Kochen. Ich liebe diese Idee. Frische Kräuter würden meine kulinarischen Abenteuer definitiv bereichern. Außerdem können Blumen die Umgebung verschönern und Bestäuber anlocken, was sehr schön ist. Stimmt, ich habe einige wunderschöne blühende Pflanzen gesehen, die in Töpfen großartig aussehen würden. Vielleicht sorgen Sie einfach dafür, dass sie genügend Sonnenlicht bekommen und regelmäßig gegossen werden. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Gibt es bestimmte Blumen, die Sie empfehlen können? Lektion 3: Verantwortung der Gemeinschaft. Ich bin der Meinung, dass wir als Mitbürger das kostbare Geschenk dieser Zeit nicht verschwenden dürfen. Syluf. Jeder Moment ist wertvoll und wir sollten ihn sinnvoll für unsere Gemeinschaft nutzen. Was ist Ihrer Meinung nach der beste Weg, einen positiven Beitrag zu unserer Gesellschaft zu leisten? Freiwilligenarbeit ist eine fantastische Möglichkeit, etwas zurückzugeben und Bedürftigen zu helfen. Ich stimme zu. Es kommt nicht nur anderen zugute, sondern kann auch für uns selbst lohnend sein. Ja, außerdem schafft es ein Gefühl der Einheit und Verbundenheit zwischen den Menschen. Haben Sie in letzter Zeit an Community-Events teilgenommen? Ja, ich habe mich einer lokalen Aufräuminitiative angeschlossen und es war ein tolles Gefühl, etwas zu bewirken. Das klingt wunderbar. Wie haben Sie sich gefühlt, nachdem Sie Ihre Zeit und Mühe investiert haben? Lektion 4: Reisepläne. Ich habe von meinem nächsten Urlaub geträumt und er klingt aufregend. Das ist wunderbar. Welche Insel kommt für Ihren Urlaub in Frage? Ich tendiere dazu, auf eine wunderschöne Insel in der Karibik zu fahren, die für ihre atemberaubenden Strände bekannt ist. Das klingt fantastisch. Das kristallklare Wasser und der weiße Sand müssen so einladend sein. Genau, ich kann mir schon vorstellen, wie ich in der Sonne entspanne und die Landschaft genieße. Haben Sie für Ihre Reise irgendwelche Aktivitäten geplant oder möchten Sie einfach am Strand entspannen? Ich würde gerne einige Wassersportarten wie Schnorcheln oder Kajakfahren ausprobieren, um das Meeresleben zu erkunden. Das ist eine fantastische Idee. Die Unterwasserwelt zu erleben kann so aufregend sein.
Auf jeden Fall. Gibt es Lieblingsinseln, die Sie besucht haben und die Sie empfehlen würden? Lektion 5: Begegnung mit Elefanten. Neulich war ich im Zoo und sah einen Elefanten, der meine Aufmerksamkeit erregte. Verwickel. Was ist passiert, als du es gesehen hast? Er sah uns an, dann hob er seinen Rüssel und machte ein lautes Geräusch, das uns zusammenzucken ließ. Das muss eine ziemliche Überraschung gewesen sein. Elefanten haben so kraftvolle Stimmen. Ja, es war erstaunlich, das zu hören. Ich wusste nicht, dass sie so laut sein können. Sie kommunizieren auf faszinierende Weise, nicht wahr? Wie haben Sie sich in diesem Moment gefühlt? Ich fühlte eine Mischung aus Aufregung und ein wenig Angst, aber vor allem Ehrfurcht vor seiner schieren Größe. Das kann ich mir vorstellen. Es muss unvergesslich gewesen sein, einem so majestätischen Geschöpf so nahe zu sein. Das war es definitiv. Ich werde mich noch lange an diesen Moment erinnern. Lektion 6: Das perfekte Haustierbett finden. Hallo, ich bin auf der Suche nach einem neuen Haustierbett für meinen Hund, aber die große Auswahl ist überwältigend. Oh, das verstehe ich vollkommen. Was für ein Bett suchst du? Ist es für einen kleinen Hund oder eine größere Rasse? Mein Hund ist ein mittelgroßer Golden Retriever, daher brauche ich etwas, das ihm genügend Platz und Komfort bietet, damit er sich zusammenrollen kann. Das klingt wunderbar. Haben Sie über die Materialien nachgedacht? Einige Betten bestehen aus Memorieschaum, der für Haustiere sehr bequem sein kann. Ja, ich habe von Memory Schaum gehört. Das klingt nach einer tollen Option, besonders für seine Gelenke. Wie wäre es mit waschbaren Bezügen? Auf jeden Fall ein Muss. Achten Sie auf Betten mit abnehmbaren und maschinenwaschbaren Bezügen. Das erleichtert die Reinigung erheblich. Das ist ein guter Punkt. Ich möchte auch sicherstellen, dass es gut in mein Wohnzimmer passt, ohne fehl am Platz zu wirken. Irgendwelche Stilltipps? Auf jeden Fall. Vielleicht möchten Sie ein Bett wählen, das zu Ihrer bestehenden Einrichtung passt, vielleicht in neutralen Farben und mit lustigen Mustern, die zu Ihrem Raum passen. Das ist eine tolle Idee. Ich möchte auch ein Bett, das langlebig ist, da er dazu neigt, auf Dingen herumzukauen, wenn ihm langweilig ist. Lektion 7: Neutral im Konflikt. Ich habe kürzlich gelesen, wie Ärzte ohne Grenzen in Katastrophengebieten tätig ist und in Konflikten Neutralität bewahrt. Das ist faszinierend. Es ist beeindruckend, wie Sie sich unabhängig von der politischen Lage ausschließlich auf die medizinische Versorgung konzentrieren. Genau. Sie betonen ausdrücklich, dass es ihre Mission ist, Bedürftigen zu helfen, ohne Partei zu ergreifen. Wie schaffen Sie das Ihrer Meinung nach? Ich kann mir vorstellen, dass es viel sorgfältiger Planung und Schulung bedarf, damit die Mitarbeiter in solch hitzigen Umgebungen unparteiisch bleiben. Es muss eine Herausforderung sein, bei der Bereitstellung von Hilfe die Komplexität unterschiedlicher Kulturen und politische Spannungen zu meistern. Auf jeden Fall. Sie müssen über strenge Protokolle verfügen, um sicherzustellen, dass jede Aktion mit ihren humanitären Grundsätzen übereinstimmt. Und es geht nicht nur um die medizinische Versorgung. Sie müssen auch an die Sicherheit Ihres Teams denken, nicht wahr? Ja, Sicherheit ist entscheidend. Sie müssen je nach Situation oft schwierige Entscheidungen darüber treffen, wann Sie ein Konfliktgebiet betreten oder verlassen. Es ist unglaublich, wie sehr Sie durch Ihre Neutralität manchmal in Gefahr geraten. Sie riskieren so viel für andere. Lektion 8: Maritime Musik.
Ich habe gehört, dass die Menschen in den Küstenprovinzen einen einzigartigen Musikstil haben, der ihre Kultur widerspiegelt. Ja, es ist ziemlich interessant. Die Musik enthält oft Elemente aus Volkstraditionen und Geschichten, finden Sie nicht? Auf jeden Fall. Ich liebe es, wie Musik Geschichten und Emotionen aus der lokalen Gemeinschaft vermitteln kann. Haben Sie schon einmal maritime Bands gehört? Das habe ich. Einige von ihnen mischen traditionelle Instrumente mit modernen Klängen und schaffen so einen lebendigen Mix, der wirklich fesselnd ist. Das klingt fantastisch. Ich frage mich, wie die Umgebung Ihren Musikstil beeinflusst. Das Meer und der Lebensstil des Fischens und Segeln spielen eine große Rolle und inspirieren viele Lieder über das Leben auf dem Wasser. Es muss bei denjenigen, die an diesen Küsten aufgewachsen sind, ein starkes Gefühl der Nostalgie hervorrufen. Hilf. Man hört die Leidenschaft und den Stolz in ihren Stimmen, wenn sie über ihr Erbe singen. Ich würde gerne eines Tages ein maritimes Musikfestival besuchen. Das scheint mir eine tolle Erfahrung zu sein. Lektion 9. Bequeme Schuhe. Ich war auf der Suche nach dem perfekten Paar Schuhe, das sowohl bequem als auch stilvoll für den Alltag ist. Das ist ein tolles Ziel. Komfort ist wichtig, besonders wenn man lange auf den Beinen ist. Welches Teil schwebt dir vor? Ich denke über Turnschuhe oder vielleicht ein paar lässige Slipper nach, möchte aber sicherstellen, dass sie guten Halt bieten. Turnschuhe sind eine gute Wahl. Achten Sie auf Polsterung und Fußgewölbeunterstützung. Ihre Füße werden es Ihnen nach einem langen Tag danken. Das ist ein guter Punkt. Ich möchte auch etwas Vielseitiges, das ich zu verschiedenen Outfits tragen kann. Ziluf. Neutrale Farben wie Schwarz oder Grau passen zu verschiedenen Stilen und sind somit eine praktische Ergänzung für Ihre Garderobe. Ich habe auch von Schuhen aus atmungsaktiven Materialien gehört. Glauben Sie, dass diese eine Überlegung wert sind? Auf jeden Fall. Atmungsaktive Materialien können dazu beitragen, dass Ihre Füße kühl und trocken bleiben, was besonders bei wärmerem Wetter wichtig ist. Ich kann mir vorstellen, dass das einen großen Unterschied machen würde. Wie sieht es mit der Preispanne aus? Sollte ich für Qualität etwas mehr investieren? Lektionszähne, Neujahrsgeschenk. Ich bin wirklich froh, dass meinem Vater sein Neujahrsgeschenk gefallen hat. Es war ein wunderbares Gefühl, seine Reaktion zu sehen. Das ist fantastisch. Was hast du ihm letztendlich geschenkt? Ich habe mich für einen personalisierten Bilderrahmen mit einem Bild von uns vom Familienausflug im letzten Sommer entschieden. Das klingt nach einem wirklich aufmerksamen Geschenk. Persönliche Details machen Geschenke immer zu etwas Besonderem, finden Sie nicht. Auf jeden Fall. Ich wollte, dass er etwas Bedeutungsvolles hat, das er jahrelang schätzen kann. Es muss bei ihm tolle Erinnerungen geweckt haben. Hat er Geschichten über diese Reise erzählt? Ja, er schwelgte in Erinnerungen an unsere Wanderabenteuer und die Erkundung neuer Orte. Das brachte ihn wirklich zum Lächeln. Das ist so schön. Es sind Momente wie diese, die eine dauerhafte Bindung zwischen Familienmitgliedern schaffen. Genau. Ich finde, Geschenke, die von Herzen kommen, sind wertvoller als alles Materielle. Lektion 11. Normen und Werte verknüpfen. Es ist interessant, wie effektiv amerikanische Normen und Werte aus kommerziellen Gründen mit dem Sport verknüpft werden können. Ja, es ist ziemlich faszinierend. Sport spiegelt oft gesellschaftliche Werte wie Teamwork, Wettbewerb und Ausdauer wider. Genau.
Ich denke, deshalb kann Sport ein so wirkungsvolles Marketinginstrument sein. Er weckt starke Emotionen und Loyalität. Auf jeden Fall. Werbetreibende können diese Leidenschaft nutzen und so die Resonanz ihrer Produkte bei den Verbrauchern steigern. Ich frage mich, wie sich diese Verbindung im Laufe der Jahre entwickelt hat, insbesondere mit dem Aufkommen der sozialen Medien. Sozialmedien haben das Spiel komplett verändert. Sie ermöglichen es Fans, in Echtzeit mit ihren Lieblingssportlern und Marken zu interagieren. Das stimmt. Es schafft ein Gemeinschaftsgefühl und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen sowohl den Sport als auch die damit verbundenen Marken unterstützen. Und auch Influencer spielen dabei eine große Rolle. Sie können mit ihrer Unterstützung Kaufentscheidungen beeinflussen. Auf jeden Fall. Es ist unglaublich, wie die Unterstützung eines einzelnen Sportlers den Umsatz steigern und die Markenbekanntheit erhöhen kann. Lektion 12: Öffentlicher Auftritt. Sind Sie schon einmal öffentlich aufgetreten? Ich war schon immer neugierig, wie sich so etwas anfühlt. Ja, das habe ich. Ich bin bei lokalen Veranstaltungen aufgetreten und es war sowohl aufregend als auch nervenaufreibend. Ich kann es mir nur vorstellen. Was für eine Leistung haben Sie erbracht? Ich habe bei einer Talentshof der Gemeinde gesungen. Die Energie des Publikums war unglaublich und hat mich wirklich motiviert. Das klingt fantastisch. Warst du vor dem Auftritt nervös? Oh, auf jeden Fall. Aber als ich anfing zu singen, schien meine Nervosität zu verschwinden. Das ist wirklich inspirierend. Es ist toll zu hören, wie Leidenschaft helfen kann, Ängste zu überwinden. Ja, ich glaube, dass es auch einen großen Unterschied macht, eine Verbindung zum Publikum aufzubauen. Ihre Unterstützung gibt einem Energie. Sind Sie seitdem noch mehr aufgetreten? Ich würde gerne hören, wie sich Ihre Reise weiterentwickelt hat. Lektion 13: Produktivität am Morgen. Ich glaube, ich bin am frühen Morgen am produktivsten. Zu dieser Zeit fühle ich mich so energiegeladen und konzentriert. Das ist interessant. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie morgens auch am besten arbeiten. Es ist, als wäre die Welt ruhiger und ich könnte mich ohne Ablenkungen wirklich konzentrieren. Das sehe ich. Haben Sie eine bestimmte Routine, die Ihnen hilft, Ihre morgendliche Produktivität zu maximieren? Ja, ich beginne normalerweise mit ein paar leichten Dehnübungen und einem gesunden Frühstück, um mein Gehirn mit Energie zu versorgen. Das ist eine tolle Idee. Den Tag mit guter Ernährung zu beginnen, kann einen positiven Grundstein für alles Folgende legen. Genau. Ich finde auch, dass es mir hilft, sofort loszulegen, wenn ich meine Aufgaben am Vorabend plane. Das klingt clever. Ein klarer Plan kann definitiv dabei helfen, Konzentration und Motivation aufrechtzuerhalten. Auf jeden Fall. Ich versuche, die schwierigsten Aufgaben zuerst anzugehen, solange mein Geist noch frisch ist. Lektion 14: Vorhersehbarkeit und Planung. Das stimmt, aber manchmal ist es unvorhersehbar. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass unsere Pläne aufgrund unvorhergesehener Umstände nicht umsetzbar sind. Ich stimme vollkommen zu. Das Leben hat die Angewohnheit, einem einen Strich durch die Rechnung zu machen, nicht wahr? Ja, und es kann ziemlich frustrierend sein, wenn man so viel Mühe in die Organisation gesteckt hat. Ja, ich denke, es ist wichtig, einen Plan B zu haben, falls die Dinge nicht wie erwartet laufen. Das ist ein kluger Ansatz. Flexibilität kann wirklich helfen, Stress zu reduzieren, wenn sich die Dinge unerwartet ändern.
Auf jeden Fall. Es geht darum, sich anzupassen und alternative Lösungen zu finden, wenn man mit Herausforderungen konfrontiert wird. Ich bewundere Menschen, die schnell denken und mit Unvorhersehbarkeit souverän umgehen können. Ja, es ist eine wertvolle Fähigkeit, die einen großen Unterschied darin machen kann, wie wir mit den Überraschungen des Lebens umgehen. Ich denke, es geht darum, eine positive Einstellung zu bewahren, auch wenn die Dinge nicht wie geplant laufen. Lektion 15. Wimbledon und Profispieler. Es ist interessant, dass Wimbledon Profis kurz nach Beginn von Kings Tour die Teilnahme erlaubte. Das veränderte die Tennislandschaft. Ja, das war wirklich so. Die Einführung professioneller Spieler brachte ein neues Niveau an Wettbewerb und Spannung in den Sport. Das kann ich mir vorstellen. Es muss für die Fans aufregend sein, wenn die besten Spieler der Welt bei prestigeträchtigen Events gegeneinander antreten. Hilf. Es hat das Ansehen des Tennisports gesteigert und ihn für ein breiteres Publikum attraktiver gemacht. Ich frage mich, wie dieser Wandel die Entwicklung junger Spieler heute beeinflusst hat. Es hat wahrscheinlich viele dazu inspiriert, Tennis ernsthaft zu betreiben, da sie wissen, dass sie davon träumen können, auf solch hohem Niveau zu spielen. Das stimmt. Die Sichtbarkeit von Spitzenspielern kann junge Sportler motivieren, hart zu arbeiten und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Darüber hinaus wird die Geschichte des Sports mit legendären Spielen, über die die Fans noch generationenlang sprechen werden, bereichert. Ich liebe die Geschichten, die sich während der Turniere entfalten. Sie verleihen dem Wettbewerb eine persönliche Note. Lektion 16. Wohin gehst du? Natürlich helfe ich Ihnen gerne weiter. Wo genau möchten Sie hin? Ich hoffe, dass ich es zu der neuen Kunstausstellung in der Innenstadt schaffe. Ich habe so viele tolle Dinge darüber gehört. Das klingt fantastisch. Benötigen Sie eine Wegbeschreibung oder kennen Sie sich in der Gegend aus? Ich kenne mich nicht so gut aus und könnte daher definitiv etwas Anleitung gebrauchen. Welchen Weg nehme ich am besten? Wenn Sie diese Straße geradeaus entlang gehen, erreichen Sie den Hauptplatz und von dort ist es nur noch ein kurzer Spaziergang. Das ist hilfreich. Gibt es Orientierungspunkte, auf die ich unterwegs achten sollte? Ja, Sie kommen an einer großen Buchhandlung auf der linken Seite vorbei. Sie ist kaum zu übersehen. Die Ausstellung ist nur einen Block weiter. Super. Ich liebe es, in Buchhandlungen zu gehen, also werde ich vielleicht auf dem Weg dorthin vorbeischauen. Lohnt sich der Besuch der Ausstellung? Absolut. Die vorgestellten Künstler sind sehr bekannt und ihre Arbeiten sind unglaublich inspirierend. Lektion 17. Eine erneute Untersuchung großer Athleten. Haben Sie gehört, dass Martina Navratilova und Florence Griffith-Joyner kürzlich bei einer Neubewertung ihrer Karrieren besprochen wurden? Ja, das habe ich. Es ist faszinierend, wie ihre Erfolge immer wieder Gespräche über Sport und Talent anregen. Ich denke, es ist wichtig, ihre Beiträge hervorzuheben, insbesondere da sie im Sport so viele Barrieren durchbrochen haben. Beruf. Navratilovas Einfluss auf den Tennissport und Griffith-Joyners Schnelligkeit in der Leichtathletik sind legendär. Es ist interessant zu sehen, wie ihr Erbe heute im Vergleich zu der Zeit gesehen wird, als sie noch aktiv an Wettkämpfen teilnahmen. Ja, die gesellschaftliche Wahrnehmung hat sich geändert und es ist erfrischend zu sehen, dass diese Athleten die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Ich stimme zu. Ihre Geschichten inspirieren zukünftige Generationen, ihre Träume zu verfolgen, egal welche Herausforderungen damit verbunden sind.
Klar, und es ist wichtig, Gespräche zu führen, in denen Ihre harte Arbeit und Ihr Engagement für Ihren Sport gewürdigt werden. Ich frage mich, ob diese erneute Untersuchung zu weiteren Diskussionen über die Gleichstellung der Geschlechter im Sport führen wird. Lektion 18. Restaurierung alter Gebäude. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie gut es ist, alte Gebäude zu restaurieren? Es gibt so viele historische Schätze. Ja, das habe ich. Es ist unglaublich, dass manche Architekten bereit sind, solch anspruchsvolle Projekte anzunehmen. Stimmt das? Die Restaurierung alter Gebäude bewahrt nicht nur die Geschichte, sondern erweckt auch die Gemeinden wieder zum Leben. Klar, es ist, als würde man Gebäuden, die Geschichten aus der Vergangenheit erzählen, neues Leben einhauchen. Ich frage mich, mit welchen Herausforderungen Architekten bei der Arbeit an diesen Restaurierungsprojekten konfrontiert sind. Es gibt viele Möglichkeiten, von der Gewährleistung der strukturellen Integrität bis hin zur Suche nach Materialien, die dem ursprünglichen Design entsprechen. Das klingt kompliziert, aber es muss lohnend sein, das Endergebnis zu sehen. Absolut. Jedes restaurierte Gebäude hat seinen eigenen Charakter, der zum Charme des Viertels beiträgt. Darüber hinaus wird durch die Anziehung von Touristen und neuen Einwohnern häufig die lokale Wirtschaft gestärkt. Lektion 19. Dinge, die zu tun sind. Wissen Sie, mir ist aufgefallen, dass es hier so viel zu tun gibt, vor allem, weil das Wetter immer schöner wird. Ich stimme vollkommen zu. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um einige dieser Aufgaben in Angriff zu nehmen, wie zum Beispiel die Bettwäsche zu wechseln und aufzuräumen. Ja, frische Bettwäsche kann einen großen Unterschied machen, aber manchmal scheint es eine endlose Liste von Aufgaben zu sein. Ich weiß, was du meinst. Es ist überwältigend, an alles zu denken, was getan werden muss. Genau. Aber wenn man erst einmal angefangen hat, ist es oft ein befriedigendes Gefühl, Dinge von der Liste abhaken zu können. Das stimmt. Vielleicht können wir uns gegenseitig motivieren, dieses Wochenende etwas zu erledigen. Das klingt nach einem guten Plan. Wir können es unterhaltsam und lohnend gestalten, alle Punkte auf unserer Liste abzuarbeiten. Tja, und vielleicht können wir das anschließend mit einem schönen Essen oder einem Filmabend feiern. Ich finde diese Idee super. So können wir uns nach all der harten Arbeit auf etwas freuen. Lektion 20. Eine Tanzerinnerung. Sie werden nicht glauben, was gestern Abend auf der Party passiert ist. Ein Mann hat meine Mutter zum Tanzen aufgefordert. Pfiffel, das klingt nach einem echt lustigen Moment. Deine Mutter muss sich riesig gefreut haben. Das war sie wirklich. Sie ist eine sehr gute Tänzerin und es war schön zu sehen, wie viel Spaß sie dabei hatte. Das ist wunderbar. Tanzen kann eine so freudige Art sein, mit anderen in Kontakt zu treten. Absolut. Ich glaube, es hat bei ihr viele schöne Erinnerungen aus ihrer Jugend geweckt. Das kann ich mir vorstellen. Es ist schön zu sehen, wie Eltern so locker lassen und Spaß haben. Ja, es hat mich daran erinnert, wie wichtig es ist, diese gemeinsamen Momente zu schätzen. Auf jeden Fall. Es sind diese kleinen Erlebnisse, die dauerhafte Bindungen innerhalb einer Familie schaffen. Ich bin froh, dass ich dabei sein konnte, denn das hat den Abend noch besonderer gemacht. Lektion 21. Zurück zur Musik. Oh, du solltest wieder damit anfangen. Ein Instrument zu spielen ist so erfüllend und macht so viel Freude. Ich weiß,
Früher habe ich ständig Klavier gespielt und mir fehlt dieses kreative Ventil wirklich. Es ist nie zu spät, neu anzufangen. Ich wette, Sie werden es schnell lernen und genauso viel Spaß daran haben wie zuvor. Das stimmt. Ich erinnere mich, wie beruhigend das Spielen war und wie es mir half, meine Gefühle auszudrücken. Genau. Musik verbindet uns auf einzigartige Weise mit unseren Emotionen. Ich glaube, ich werde damit beginnen, ein paar meiner Lieblingslieder zu üben. Das könnte meine Motivation ankurbeln. Das klingt nach einem tollen Plan. Das Spielen Ihrer Lieblingslieder kann Ihre Leidenschaft für Musik neu entfachen. Ja, und vielleicht könnte ich sogar einer lokalen Gruppe beitreten oder einige Kurse belegen, um andere Musiker kennenzulernen. Das wäre fantastisch. Gemeinsam mit anderen macht das Spielen noch mehr Spaß. Lektion 22, Termine einhalten. Ohne sie werden wir das Projekt nicht rechtzeitig abschließen können, was uns Sorgen bereitet. Ich weiß, es setzt den Rest von uns unter großen Druck, die Lücke zu schließen und unsere Fristen einzuhalten. Genau. Wir brauchen den Input aller, um sicherzustellen, dass das Projekt erfolgreich ist und unseren Standards entspricht. Es ist frustrierend, weil wir alle hart gearbeitet haben und das Verpassen von Fristen unserem Ruf schaden kann. Ja, und es ist wichtig, mit dem Team über etwaige Verzögerungen zu kommunizieren und die Erwartungen zu steuern. Ich stimme zu. Vielleicht sollten wir darüber sprechen, wie wir die Aufgaben neu verteilen können, damit wir auf Kurs bleiben. Das ist eine gute Idee. Die Zusammenarbeit an einer Lösung wird uns helfen, effektiv voranzukommen. Darüber hinaus können wir diejenigen, die abwesend sind, dazu ermutigen, den Rückstand aufzuholen, sobald sie zum Team zurückkehren. Absolut. Es ist wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen, besonders in schwierigen Zeiten. Lektion 23, Perspektivenwechsel. Das Thema Menschen, die vor der Ehe Sex hatten, wird immer offener diskutiert, finden Sie nicht? Ja, es ist interessant, wie sich die gesellschaftlichen Ansichten verändert haben und nun intensivere Diskussionen über solche Verhaltensweisen möglich sind. Genau. Es scheint, als gäbe es heute weniger Vorurteile und die Menschen akzeptieren individuelle Entscheidungen eher. Der stimme zu. Diese Offenheit kann zu gesünderen Gesprächen über Beziehungen und Einverständnis führen. Es ist wichtig, eine Umgebung zu schaffen, in der sich die Menschen wohlfühlen, wenn sie über ihre Erfahrungen sprechen. Auf jeden Fall. Aufklärung und Verständnis können dazu beitragen, die Stigmatisierung dieser Themen zu verringern. Ich frage mich, wie sich dieser Perspektivwechsel auf die jüngeren Generationen und ihre Ansichten zu Beziehungen auswirkt. Es ermutigt sie wahrscheinlich, ehrlicher und kommunikativer mit ihren Partnern umzugehen, was von wesentlicher Bedeutung ist. Ja, offene Diskussionen können zu gesünderen Beziehungen und einem besseren Verständnis persönlicher Werte führen. Lektion 24, Probleme mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Es ist bedauerlich, wie viele landwirtschaftliche Erzeugnisse manchmal verrotten. In Orten wie St. Catharines in Ontario ist dies ein ernstes Problem. Ja, das ist es wirklich. Es ist frustrierend zu sehen, wie so viele Lebensmittel verschwendet werden, obwohl es Menschen gibt, die sie brauchen. Genau. Ich denke, bessere Vertriebssysteme könnten dazu beitragen, dass frische Produkte diejenigen erreichen, die sie brauchen. Das stimmt. Viele Händler arbeiten hart daran, Lösungen zu finden, aber es ist ein komplexes Problem.
Ich frage mich, vor welchen besonderen Herausforderungen die örtlichen Händler stehen, wenn sie ihre Ernte auf den Markt bringen wollen. Es können logistische Probleme auftreten, etwa beim Transport oder bei der Lagerung, die es schwierig machen, alles rechtzeitig zu verkaufen. Ja, und saisonale Veränderungen können sich auch auf Angebot und Nachfrage auswirken, was dazu führen kann, dass überschüssige Ernten nicht verkauft werden. Es ist ein schwieriger Kreislauf und es ist wichtig, innovative Wege zu finden, um die Verschwendung im Agrarsektor zu reduzieren. Ich stimme zu. Gemeinschaftsinitiativen könnten eine wichtige Rolle bei der wirksamen Bewältigung dieser Herausforderungen spielen. Lektion 25: Unterstützung durch Lehrassistenten. Vieles kann überwältigend sein, wenn man einen Lehrassistenten hat, der die ganze Zeit bei einem bleiben muss. Das kann ich mir vorstellen. Es muss eine Herausforderung sein, ständig jemanden dabei zu haben, während man versucht zu lernen oder sich zu konzentrieren. Genau. Manchmal brauche ich einfach ein bisschen Freiraum, um unabhängig zu denken, ohne das Gefühl zu haben, beobachtet zu werden. Das ist verständlich. Es ist wichtig, beim Lernen ein Gleichgewicht zwischen Unterstützung und persönlichem Freiraum zu finden. Ja, und obwohl es von Vorteil ist, Unterstützung zu haben, kann sich zu viel davon erdrückend anfühlen, insbesondere bei kreativen Aufgaben. Ich stimme zu. Es ist wichtig, dass die Schüler die Freiheit haben, Ideen zu erforschen und selbst Fehler zu machen. Ich frage mich, ob es Möglichkeiten gibt, den Support so zu strukturieren, dass er sich weniger aufdringlich anfühlt. Ja, vielleicht könnten geplante Check-ins anstelle einer ständigen Anwesenheit für einen besseren Ausgleich sorgen. Das klingt nach einer großartigen Idee. So fühlen sich die Schüler unterstützt und haben gleichzeitig die Freiheit, sich weiterzuentwickeln. Lektion 26: Sterne und Mythen. Haben Sie sich jemals gefragt, wie Menschen oder Tiere zu Sternen am Himmel wurden, wie Orion, der mächtige Jäger, der den Stier Taurus jagte? Ja, es ist ein so faszinierendes Thema. Die Geschichten hinter den Sternbildern sind oft voller Abenteuer und Symbolik. Genau. Orion wird als Jäger dargestellt und seine Jagd auf den Stier verleiht dem Nachthimmel eine aufregende Dynamik. Ich liebe es, wie diese Mythen menschliche Erfahrungen und Emotionen widerspiegeln. Sie geben uns eine Möglichkeit, mit dem Kosmos in Verbindung zu treten. Stimmt's? Es ist erstaunlich, dass alte Kulturen diese Geschichten nutzten, um Naturphänomene zu erklären. Und sie dienten oft dazu, den jüngeren Generationen Lektionen zu erteilen oder Werte zu vermitteln. Ja, Geschichten erzählen ist ein sehr wirkungsvolles Mittel zur Wissensvermittlung. Haben Sie eine Lieblingskonstellation? Besonders angetan haben es mir die Plejaden. Die Art und Weise, wie sich diese Sterne aneinanderreihen, ist so schön und geheimnisvoll. Die Plejaden sind atemberaubend. Sie erinnern uns an die Schönheit der Natur und die Wunder des Universums. Lektion 27: Köstliche Tacos al Pastor. Ich muss sagen, köstliche Tacos al Pastor gehören zu meinen mexikanischen Lieblingsgerichten. Sie sind einfach unglaublich. Ich stimme voll und ganz zu. Die Kombination aus mariniertem Schweinefleisch, Ananas und diesen tollen Gewürzen ist einfach unschlagbar. Ja, die Aromen verschmelzen zu einem kulinarischen Meisterwerk. Haben Sie schon einmal versucht, sie zu Hause zuzubereiten? Das habe ich. Es macht Spaß, aber nichts geht über den authentischen Geschmack, den man bei einem Straßenhändler bekommt. Stimmt, es ist etwas Besonderes, sie frisch vom Grill zu genießen, vor allem mit einem Spritzer Limette. Ja, und die lebendige Atmosphäre eines Taco-Standes trägt zum Gesamterlebnis bei.
Haben Sie einen Lieblingsplatz für Tacos al Pastor? Es gibt diesen kleinen Laden in der Innenstadt, der sie perfekt zubereitet. Das Fleisch ist so zart und aromatisch. Das klingt fantastisch. Ich muss es mir unbedingt ansehen. Ich liebe es, neue Restaurants zu entdecken. Lektion 28. Benachrichtigungen prüfen. Ich weiß, oder? Ich kann keine Stunde lang auskommen, ohne mein Telefon auf Benachrichtigungen zu überprüfen. Es ist fast wie eine Sucht. Das ist es wirklich. Wir haben uns so an sofortige Updates gewöhnt, dass es sich seltsam anfühlt, nicht verbunden zu sein. Genau. Ich frage mich manchmal, wie die Leute zurechtkamen, bevor Smartphones so weit verbreitet waren. Ich denke, es geht um die Balance. Es ist zwar toll, in Verbindung zu bleiben, aber wir sollten auch Pausen von unseren Bildschirmen machen. Das ist ein guter Punkt. Ich habe versucht, feste Zeiten festzulegen, zu denen ich mein Telefon checke, anstatt ständig darauf zu schauen. Das ist ein kluger Ansatz. Er kann helfen, Ängste abzubauen und die Konzentration auf andere Aktivitäten zu verbessern. Auf jeden Fall. Ich finde, wenn ich nicht an meinem Telefon klebe, kann ich Gespräche und Erlebnisse viel mehr genießen. Auf jeden Fall. Außerdem ermöglicht es tiefere Verbindungen zu den Menschen um uns herum, was von unschätzbarem Wert ist. Ja, ich denke, wir sollten uns die Herausforderung stellen, im Laufe des Tages telefonfreie Momente einzulegen. Lektion 29. Pflanzen umtopfen. Wie erkenne ich, ob es Zeit ist, meine Pflanzen umzutopfen? Mir ist aufgefallen, dass aus dem Boden des Topfes Wurzeln wachsen. Das ist ein klares Zeichen. Wenn Sie Wurzeln sehen, ist es definitiv an der Zeit, Ihren Pflanzen ein größeres Zuhause zu geben. Ich habe gehört, dass sie durch Umtopfen mehr Platz zum Wachsen bekommen, aber ich bin etwas nervös, was den Vorgang angeht. Das ist verständlich. Seien Sie beim Herausnehmen der Pflanze aus Ihrem aktuellen Topf einfach vorsichtig und versuchen Sie, die Wurzeln nicht zu beschädigen. Das macht Sinn. Sollte ich beim Umtopfen frische Erde verwenden? Ja, auf jeden Fall. Frische Erde liefert Nährstoffe, die Ihre Pflanze braucht, um an ihrem neuen Standort zu gedeihen. Super. Ich werde darauf achten, die richtige Erde für die Pflanze zu wählen, die ich umtopfe. Das ist eine kluge Entscheidung. Und vergessen Sie nicht, es anschließend gut zu gießen, damit es sich besser einlebt. Danke für die Tipps. Ich fühle mich jetzt sicherer beim Umtopfen. Lektion 30. Sitzungen und Empfehlungen. Es ist faszinierend. Haben Sie schon an Sitzungen teilgenommen? Ich würde gerne von Ihren Erfahrungen hören. Das habe ich. Die Sitzungen, an denen ich teilgenommen habe, waren unglaublich aufschlussreich und spannend und ich habe so viel gelernt. Das klingt fantastisch. Gab es Themen, die Ihnen besonders aufgefallen sind? Ja, eine Sitzung konzentrierte sich auf innovative Lehrmethoden und hat mir wirklich die Augen für neue Möglichkeiten geöffnet. Das ist großartig. Ich denke, dass das Ausprobieren verschiedener Techniken das Lernerlebnis für Schüler wirklich verbessern kann. Auf jeden Fall. Ich habe mir viele Notizen gemacht und kann es kaum erwarten, einige Ideen in meiner eigenen Praxis umzusetzen. Ich würde gerne mehr über Ihre Erkenntnisse erfahren. Vielleicht können wir bei einer Tasse Kaffee darüber sprechen. Das würde mir sehr gefallen. Es ist immer schön, Ideen auszutauschen und sich gegenseitig zu inspirieren. Auf jeden Fall. Außerdem bin ich daran interessiert, an weiteren Sitzungen teilzunehmen. Gibt es Empfehlungen,